have the highest number of visitors this year as well. I haven't heard the final figure yet, but it's somewhere around 850. That would mean, that you have as many qualified buyers as you can wish for, right? They're all here. They're listening to presentations, but they're also talking to vendors. So there is a lot of choice for all vendors to speak to the various communities, be that banks, be that insurance companies, pension funds, asset managers. They're all here. Die DKF ist der Treff letztendlich für die Finanzindustrie in Deutschland mittlerweile, hat sich etabliert. Für uns ist es sehr, sehr wichtig, hier präsent zu sein, einfach um die Kunden zu treffen, neue Kunden kennenzulernen, uns zu platzieren hier, Networking zu betreiben. Das ist das A und O und deswegen sind wir gerne hier und werden auch in den kommenden Jahren gerne wieder hier sein. We met some new people and established new relationships as well as nurturing existing ones. So we thought it was a no-brainer to come back, and in fact we've increased our sponsorship level. We've got one of our colleagues is going to be doing a talk later on today on data science and how we're utilizing it. This is just a phenomenal surrounding of folks throughout the financial arena that we're able to do a lot of networking with. Also able to learn a lot about different organizations, different companies, potentially looking to do partnerships. So this is just a tremendous affair. We find that it's definitely worth the effort to come the whole way to Germany for the DKF. We get a exposure to not only the German customers but also the whole DAX region. The topic now in every conversation I have with senior executives is robotics, artificial intelligence, and how do we embrace that within the capital markets? And I think a lot of people are scared of it, and they, and worry that all of our jobs are going to disappear and will be replaced by robots. That's just not reality. And what we're seeing is people are using the robotics, and it's not R2-D2 from Star Wars, it's a piece of software, but to automate these manual processes so that the employees can add more value within the organization. Ich glaube, dass prinzipiell alles auf die totale Digitalisierung hinausläuft. Ich glaube, irgendwann wird es quasi kein Papier mehr geben, ja, glaube ich tatsächlich. Es wird alles aufgezeichnet, es wird alles elektronisch gemacht. So right now what we're doing is virtualizing the full trade desk experience. Bringing it into augmented reality, and actually a variety of our analytical services on top of just raw services that we offer. I think for market data in particular, probably cloud computing is the biggest one at the minute. The last couple of conferences I've been at, I know there's always a panel about it. It's about reducing your infrastructure costs and getting the data out in a kind of a lower bandwidth way. Das ist einmal für mich das Thema Blockchain. Ich denke, es wird ein technischer Challenge und auch eine Änderung von Geschäftsmodellen. Das ist ein wichtiger Trend. Und das andere Thema ist wirklich Cloud-Services mit eher Rentmodelle, Mietmodelle, weniger kaufen. Wir arbeiten auch an so einer Cloud-Lösung, die wir in den nächsten Wochen und Monaten quasi auch entsprechend mit dem Markt mal besprechen wollen, weil wir sehen da ebenfalls die Tendenz dorthin. Es gibt halt einfach Möglichkeiten, gewisse Dinge aus neuer Technologie mit alter einfach zu verbinden. Das Thema Digitalisierung bewegt uns sehr stark. Die Customer Experience ist ein großes Thema, in der Beratung ein großes Thema. Das Thema Onboarding von Endkunden wird sehr, sehr stark in den nächsten Jahren eine Rolle spielen. Artificial Intelligence, das betrachte ich persönlich als sehr wichtig in unserem Bereich, weil da können Roboter die sehr viel schneller eigentlich Daten manipulieren, können Daten überprüfen, können auch eben manuelles ersetzen durch Robotik. Oder? Blockchain, Robo-Advisory, diese Trends halt, die nehmen wir auf und arbeiten zusammen mit den Kunden, um das halt in die Praxis zu überführen. Wir selber müssen uns der Digitalisierung stellen und auch andere Formen der User-Interaktion mit einbeziehen. Das fängt bei Sprachsteuerung an und geht bei neuartigen Visualisierungen weiter. Und da sehen wir die Hauptaufgaben in der nächsten Zeit. Wir bauen natürlich unsere Lösungen, die sind alle zukunftsorientiert und die sind im Prinzip alles optimiert auf diese digitale Herausforderung mit unseren proprietären Datensätzen, es ist Ratings, im Prinzip Research. Das ist der Vorteil von einem Morningstar, alles aus einer Hand und da sehen wir viele Vorteile, wie wir unsere Kunden da unterstützen können. Wir sind ja ein Research-Haus und bieten computerbasiertes Research an. Und da sind wir sicher ganz vorne und im Robo-Bereich gibt es auch wirklich jedes Jahr sehr schnelle Entwicklungen
Und das ist für uns sicher ein Kernthema. Ich glaube, dass das Thema Blockchain für die Branche ein wesentlicher Treiber für mehr Effizienz und kürzere Durchlaufzeiten sein wird. Und die Leute, die sich damit rechtzeitig beschäftigen, werden am Ende einen riesen Vorteil daraus ziehen können. Für uns ist die DKF eine sehr, sehr wichtige Konferenz. Speziell, dass jetzt Kontinentaleuropa wirklich im Fokus ist für die Weiterentwicklung. Als amerikanische Firma sind wir sehr stark vertreten in der ganzen anglosaxischen Welt. Die Möglichkeiten, Kontakte zu knüpfen, sind phänomenal. Also das Interesse ist immer da, auch man kommt gut ins Gespräch mit anderen Firmen. Es sind sehr viele Datenvendoren auch anwesend, mit denen man sprechen kann. If we go to European clients and understand their needs, we would then create custom indices so that they can benchmark their funds specifically to their criteria of their trading. So we're working closely with clients to kind of customize our services. Also wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Ich muss sagen, es ist ein guter Networking-Event und ja, macht Spaß. Nicht nur mit Kunden auch uns auszutauschen, sondern auch mit Partnern und Revendoren, wie wir das nennen. Ja. Und man merkt ja auch immer, der Event wird immer größer und immer größer. Wir bekommen immer mehr Kontakte und wir würden uns auch nicht mehr vorstellen, hier nicht mehr zu sein. Und was mir eigentlich besonders auffällt gegenüber anderen Messen, dass die Leute wirklich an den Stand kommen und Fragen haben. Also sie kommen daher und wollen was wissen von uns oder was kennenlernen. Das ist nicht selbstverständlich. Die Gespräche, die wir bis jetzt geführt haben, auch vor allen Dingen mit den Anbietern, für die wir ja im Grunde genommen auch ein komplementäres Stück sind für uns wertvoll. Das heißt, ich habe sowohl von den vielen Ausstellern als auch von den Teilnehmern aus den Finanzinstituten sehr, sehr gutes Feedback bekommen. Mir gefällt es hier sehr gut. Und es ist natürlich für uns schon wichtig, auch den persönlichen Kontakt zu halten. Und es gibt uns also eine gute Möglichkeit, innerhalb dieses einen Tages noch viele Leute auf einmal zu treffen und mit denen also auch mal einen persönlichen Austausch zu haben. We are one of the few companies that actually do client applications at high level client applications both for desktop, web and mobile. And I guess actually that we are the global leader within this area in order to provide white label solutions. And the key from our platform's perspective and the USP is it's an exception-only based process. So it processes all transactions in one go and it only presents exceptions to users, so it makes a very scalable option. Wir sind hier als für Kosteneinsparung. Wir helfen unseren Kunden, Kosten zu sparen. Und ich glaube, im Vergleich zu den anderen Ständen ist das relativ selten, dass man Einsparungen anbietet. We've been out now for 20 years, so we're celebrating a 20th anniversary. We are competing against the big players, but we see that our strength is really the market data and trading screens. And what we're finding is that a lot of people, while they've ticked a lot of the boxes in MiFID, they've actually still got quite a lot of work to do. So we're seeing that people are still focusing on actually doing the work to really be compliant. In dem Zusammenhang sind KYC-Prüfprozesse jetzt aktuell für verpflichteten Gruppen wie Banken, Versicherer und die gesamte Finanzwelt neu zu prüfen. Und wir unterstützen die Unternehmen dabei, ihre KYC-Prozesse zu standardisieren, neu anzupacken, das Register einzubeziehen und unsere Services in dem Zusammenhang dann auch irgendwo zu integrieren. We have to keep listening to everyone, to the clients and to the vendors. We have to see what other technology innovations we can bring. You will have seen that the stands of the vendors are less about showing products, doing demonstrations. It's more becoming a meeting place. Some vendors have, they serve drinks or coffee or something else. So it's not so much about showing product. It's more about meeting people and catching up with them.